another part of metal detecting in Bavaria. Today I am driving to Hohenroth, which is in this, and there is right there, and we have Nuremberg right there, and that's where I live, right there. So it's about 100 kilometers, about 60 miles I have to drive. So that'll be an interesting region right there. Wie gesagt, also einen wunderschönen guten Tag erstmal. Herzlich willkommen zum neuen Teil von Sondeln in Bayern. Heute unterwegs nach Hohenroth in Richtung Trauskirchen. Und ja, bin ich eingeladen worden vom Rainer und dann schauen wir mal, was wir da oben finden. So, like I said, I was invited to go up there. It's a very mucky day today, not very nice. Also heute ist nicht allzu schön, aber schauen wir mal. A little bit foggy still. And then a little bit wet, but that's okay. Ja, ein bisschen feucht haben wir es heute, nicht so warm, 9 Grad ungefähr. So, we'll see. So, see you in a minute. Or see you then when I get there. Dann sehen wir uns, wenn ich da bin. Ciao, ciao. So, I'm now on the A73 on the Autobahn, and looks like the sky is breaking up. And we're going to get some sunshine. Also, wie es ausschaut. Brechen gerade die Wolken hier auf, also ich bin gerade auf der A73. I'm right next to Nuremberg, so another 38 kilometers to go, which is about another 20, a little bit over 20 miles. And looks like the weather's going to be nice. Also wie es ausschaut, wird's wieder schön. Okay, see you then. Also, bis wieder. I'm now at Rainer's house. And he just showed me a nice little coin he found. And let me just put the camera down. Also ich bin jetzt beim Rainer und der hat mir jetzt mal kurz eine Münze gezeigt. And the coin he actually showed to the Heritage Office. Also die Münze hat er auch beim Denkmalamt vorgezeigt, weil sie ist von 1625. Wunderschön. So there we go. This is the coin. And it's actually a silver coin from 1625. Very nice condition. Das ist natürlich sehr gute Kondition. Nice hammered silver. And he just popped inside the house, so I don't know where he went. And it's a coin from Johann Gerd I from Saxony. So that's pretty nice. Was ist das für eine Münze, Rainer? And here he is. Hi, Rainer. Moin. Ein Taler. So that's a $1 coin. Very nice. That's schön. And we're actually going to the pastor where he found this coin. Also wir gehen jetzt dann auch zu dieser Genehmigung hin, wo er diese Münze gefunden hat. Ob da natürlich noch mehr solche Teile sind, glaube ich zwar nicht. Er wird wahrscheinlich jetzt den Rest rausgeholt haben und dann werden wir halt den Müll jetzt suchen. Ne? I'm not quite sure that we're going to find anything else on that permission, obviously. He just most likely pulled the nicest piece out and we're just going to dig a little bit of trash, so we will see. So, see you on the permission, bis wir bei der Genehmigung sind. So, we're now at the permission. Wir sind jetzt an der Genehmigung. Du kannst ruhig da bleiben, das stört nicht, der Rainer. Where the apple tree is, also da wo der Apfelbaum ist, ging die alte Straße hoch. Und die ging dann in Richtung Waldkante, and the road went towards the forest line at the back, and the small trees you can see at the front was actually a little diversion of the road. And you can see that, I don't know if you can see it right here, I've got it on the map. Looks a very interesting area, so we will see. Also sieht nach einer sehr interessanten Gegend aus. Wir haben also Bodendenkmal weiter, ganz weit oben an der Waldkante, aber nicht hier unten, wo wir sind weit genug weg, wenn wir hier unten bleiben. Riesengroße Genehmigung. It's a huge permission. It goes all the way to the back there and then all the way to the other road on the other side right there. So, very interesting. Also, wird sehr interessant. Let's go and do some detecting. Dann wollen wir mal ein bisschen Metall suchen gehen, ein bisschen Schrott finden und dann schauen wir mal, gell Rainer? Okay. See you on the first find. Bis zum ersten Fund. So, and my first find is actually a piece of a horse brass, and it's sadly broken in. Also mein erster Fund ist eine Schlitzrose, Messing, leider zerbrochen, aber
schon mal der Start. So, it's a start already, isn't it? Good, let's carry on. Also, auf zum nächsten. And next, the part of a wristwatch. Okay, und als nächstes ein Teil von Armband, ne? Von der Uhrenarmband. Auf zum nächsten. And looks like it, I just found the watch to go with it. Ja, und scheinbar habe ich die Uhr auch mitgefunden. Yeah, definitely the same piece, but everything is broken in, so the glass is missing and so on. Ja, haben wir jetzt die Uhr auch gefunden, aber hinten fehlt schon alles, der Deckel fehlt und so weiter. Okay, auf zum nächsten. What a beautiful valley. Also jetzt eine richtig schönes Tal. Sieht sehr schön aus. Very nice. Okay, auf zum nächsten. And a bird ring. Und ein Vogelring. Okay, auf zum nächsten. So for once not a iron ring, but a copper bronze ring. Modern. You can see the folding line right there. Der ist ein bisschen moderner. Ist hier gefaltet drin. Ne? Looks like a sort of O-ring for oil or something like that, most likely. Es scheint irgendwie so ein O-Ring zu sein für Öl oder so. Keine Ahnung. Okay, auf zum nächsten. Oh well, that was a nice little dig. And you could see that rhino actually dug here already. And he obviously came down onto the eye and said, I'm not going to dig it, but I always dig everything up, so at least it's gone now. Ja, wie gesagt, scheinbar hat der Rainer das da schon mal ausgegraben oder angefangen zu graben. Und ich habe dann halt, den hat es wieder zugemacht, weil er gesehen hat, das ist Eisen, und ich habe es halt jetzt komplett ausgegraben. So ist das nun mal. Okay, auf zum nächsten. And looks like a big piece of a bell. Sieht also aus wie ein großes Stück von einer Glocke. Could be a croto bell, most likely. From the form, it should be a croto bell piece. Es sieht aus wie eine Schelle, eigentlich mehr wie eine normale Glocke von der Form her. But it's broken, just a fragment, so there you go. Ist leider nur ein Fragment, but nicely decorated by the looks of it. Könnte sein, dass you can see the edging right in there. Also war es eine Schelle, ja. So it was definitely a croto bell. And that's the middle part right there, most likely. So there you go. Okay, sehr schön. Auf zum nächsten. So, the next find is a nice little button. Der nächste Fund war jetzt ein schöner kleiner Knopf und so. Ja, ganz nett. Very nice. Auf zum nächsten. Now, I'm not quite sure if it is, but it looks like a piece of a middle-aged ring. Es sieht aus wie ein Teil vom Mittelalter, but it's in very bad condition. Also es ist in sehr, sehr schlechte Kondition. It's beautiful. Nice form right there. Also schön viereckige Form da und abgerundet. Okay, well, I'm not quite sure. Aber ich bin mir nicht sicher, wie gesagt. Auf zum nächsten. And my first cartridge of this field. Ja, und das ist jetzt meine erste Patronenhülse von diesem Feld. Okay, auf zum nächsten. And right next to it, cartridge number 2. Und gleich daneben natürlich Patronenhülse Nummer 2. Okay, auf zum nächsten. Next, a nice chunk of lead. Ja, und als nächstes ein schöner Schwung. Okay, auf zum nächsten.
And a nice 1 Pfennig coin 1828. Sehr schön. Ja, eine schöne 1 Pfennig-Münze 1828 and the crown is in the back. Die Krone sieht man auch noch hinten. Sehr schön. Very nice. Auf zum nächsten. So, that was one big horseshoe. Ja, das war jedenfalls ein sehr großes Hufeisen. Okay, that's where the nail went into the hoof. Das ist da, wo die Nägel dann in den Huf reingetrieben worden ist. That's the top part right there. And would have been sitting like that on the horse. Also so rum wäre es eigentlich am Huf dann dran gewesen. Cool, nice. Shame it's not complete. Schade, dass es nicht ganz ist. Well, there you go. Okay, auf zum nächsten. And a nice buckle. Und eine schöne Schnalle. Very nice, sehr schön. Auf zum nächsten. And another piece of a or the Trotobel. Und noch ein Teil von der Schelle, entweder der Schelle, wo ich schon drin habe, oder noch eine Schelle. Okay, auf zum nächsten. And next should be 1924 as a Pfennig or Renton Pfennig piece. Let's clean it up. And 5 Renton Pfennig. There we go. Very nice. Sehr schön. Auf zum nächsten. And I got myself my iron ring with the pin through it. Ja, dann habe ich ja jetzt endlich meinen Eisenring für heute mit der Nadel durch. Okay, auf zum nächsten. I'm not quite sure what it is. Certainly not a firing cap, what I thought at first it was. It's sitting in somewhere encrusted in iron, but it's very thin. Can't get it out right now. So, looks very interesting, looks nice. Leider sieht er sehr schön aus. Man weiß allerdings nicht, was es ist, weil es hier in Eisen eingebettet ist. Also, keine Ahnung. But so far, lots of cartridges. Also bisher haben wir jede Menge Patronenhülsen. Okay, auf zum nächsten. And a tiny pistol ball. Und eine kleine Pistolenkugel. It's too small for muskets itself, so. And I'm surprised I haven't found any musket balls at all here today. I mean, we've been going now about nearly 5 hours, and no musket ball on a big field like this. Crazy. Also mich wundert es ja, dass bei so einem großen Feld, das jetzt die erste Kugel, die ich finde, also Bleikugel von Schwarzpulverwaffen. Ne? Ja, das ist ein Riesending, da würde man doch denken, dass es hier Musketenkugeln geben würde und so weiter. Aber nix, gar nichts. Oh well, never mind. Auf zum nächsten. Naja, egal. Auf zum nächsten. So, after going now 5 hours up and down this field systematically from my car, I mean that's all I've done from my car to here, which is about 30 meters, and all the way up to the wood line in the back. Also wie gesagt, von ganz da hinten habe ich jetzt die letzten 5 Stunden hoch und runter, up and down. So now I've had enough of that. And so now what I'm going to do is actually I'm going to go across and come up through the cross and go all the way along the field in the middle and come back to the car, and then we'll see what time it is, because it's going to start getting dark soon anyway, so about another hour and a half maybe, and it'll take quite a while to do this, what I'm trying to do. So let's see what we can find. Schauen wir mal, was wir finden können. Also, I was hoping for more, to be honest. At least maybe a couple of musket balls or a couple of coins, maybe more. But
seems like everywhere in Bavaria you find a good find somewhere and the rest is okay. You know, so there you go. Ja, wie gesagt, ich habe mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ein paar mehr Musketenkugeln vielleicht und so weiter, ein bisschen eine Schnalle oder sowas noch, weil es ist doch sehr historisch hier. Aber es scheint so wie bei mir zu sein, man findet etwas richtig Schönes auf dem Feld und dann kommt nichts mehr. Aber ein paar schöne Sachen haben wir ja gefunden und jetzt schauen wir mal, dass wir einmal rumgehen ums Feld nochmal und dann schauen wir mal, wie spät es ist, bevor es dunkel wird. So, let's see what we can find. Also, schauen wir mal, was wir alles noch finden können. And a little button again. Und ein kleiner Knopf. Auf zum nächsten. And a piece from penknife, of course. From the handle. Und ein Teil von Klappmesser vom Handgriff. Ne? Toll. Okay, auf zum nächsten. Look at this beautiful tomback button. It's beautiful. And it's made in one. So that's the older version, isn't it? Ja, jetzt schauen wir hier diesen schönen kleinen Arsen Bronzenknopf oder Neusilber, weil man den auch poliert und glänzt natürlich. Knopf oder auch ein kleiner Scheibenknopf und der ist in der Sandmulde gegossen worden. Deswegen hat er hier diesen Gießrand. Das ist in ein Stück gemacht. This button was made in one piece, but still very nice, isn't it? Ist immer noch sehr schön. A little bit oval too. Ein bisschen oval ist auch very nice. Cool. Auf zum nächsten. The next button, and this time it would have been a horse. You can still see the head right there. Also wieder mal ein Knopf. Und diesmal wäre es ein Pferd gewesen. Da sieht man noch den Kopf da. And the piece is missing, but the back is on. Aber das Rückenteil ist jetzt auch da, die Öse. Cool. I'm enjoying this line. Hey, diese Linie hier gefällt mir jetzt ganz gut. Okay, auf zum nächsten. And a 50 Pfennig coin. And in very grotty condition. Das ist ein 50 Reichspfennigstück. Sich Regen bringt Segen. And you know, if you move, you will be blessed. But very bad condition. Sehr, sehr vergammelt. You can just see a little bit of writing there. Also ein bisschen Schriftzug kann man noch da erkennen. You can still see a little bit of writing right there. And that's it. Okay, auf zum nächsten. Rainer's finds without the trash, also das ist jetzt vom Rainer die Funde ohne Müll. D-Buckle, eine D-Schnalle natürlich. Piece from a pistol, toy pistol, ein Teil von einer Spielzeugpistole. Thimble, ein Fingerhut. This we're not quite sure, but I think it's a little bit older and he should report it anyway. It's nicely ornamented. And I'm not quite sure what it is, but it's definitely lead or something like that. It could be an animal. You know, you can see the tail right there. Also ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe ihn jedenfalls geraten. Er sollte es vielleicht doch einfach melden, weil ich habe auch keine Ahnung. Aber es ist auf alle Fälle älter und es wird ein Tier oder sowas sein, wo oben drauf gesteckt worden ist. Some kind of handle or spout. Also das ist entweder ein Griff oder zum Ausgießen. Ist hohl, aber Zinn mehr. Vogelring. War das von mir da? Der ist von mir. Achso, okay, yeah. So, 2 bird rings, 2 Vogelringe, ein Knopf, piece of a horse brass, also ein Teil von der Schlitzrose, 2 rotten Second World War coins, 2 Zinnmünzen. This I'm not quite sure, it's either horse brass or it could be fibula, but a shield fibula. Also da bin ich hier jetzt nicht sicher, ob es jetzt der Pferdebronze ist oder eine Scheibenfibel, weil if you take a look here, it's actually 2 attachments right there. So I'm not quite sure, da bin ich mir nicht sicher. Part of a buckle, ein Teil von der Schnalle natürlich, and a 1 Pfennig piece somewhere around 18 to 1700, somewhere like that. And that was it. Ja, und das war das vom Rainer. There you go, Rainer. Bitteschön, Rainer. Dankeschön.
Und so herzlichen Dank erstmal, dass du mich mitgenommen hast natürlich heute, ne? Auf deine Genehmigung. Immer wieder. Thank you. I just said to thank you to Rainer for letting me on his permission, of course. This is what I got. This is the trash. This was the longest piece. He didn't dig out. Das war jetzt das längste Teil, was er nicht ausgegraben hat, aber ich habe mir halt die Mühe gemacht. Dann hat er jetzt ein bisschen sauberes Feld, aber ist okay. Ist ja sein Feld, kann er mitmachen, was er will. So, loads of cartridges, jede Menge Patronenhülsen heute. A little bit of modern trash, ein bisschen moderner Müll, ist eigentlich nicht viel. When you consider we've been on today 6 hours now detecting, so that's not a lot of trash, I don't think. Also ich glaube nicht, dass das viel Müll ist, wenn man 6 Stunden sondeln war. Wie gesagt, Patronenhülsen, you saw the clock, the bird ring, the iron fines and the rest you also saw. So den Rest habt ihr ja alles gesehen und ja, mehr braucht man nicht dazu sagen. Das war's. So that was it. Until we see each other again. You take good care of yourself, have fun, and as always, keep smiling. Ja, das war es dann natürlich wieder heute. Diesmal von Hohenroth. Den direkten Namen wollen wir gar nicht sagen, wo wir sind. Ist ja auch egal. Jedenfalls von Rainer her. Herzlichen Dank nochmal, Rainer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, immer schön lächeln. Ja, bis dann. Ciao. Bye bye.